Hallo liebe Freunde von Delta 4x4. Ich habe heute ein cooles Video für euch, weil wir eine Neuigkeit haben, und zwar dieses Auto, das ihr da im Hintergrund seht. Ich glaube, der eine oder andere kennt es auf jeden Fall schon. Das ist, ja, wie man schon erkennen kann, der Toyota Land Cruiser, und zwar das brandneue Modell, der J25. Und ja, nachdem das eine der letzten Geländewegen so ist, eine der letzten echten Geländewegen, also der hat eine Hecksperre, Mittelsperre, Crawl-Modus, einen Low-Range-Modus, also alles, wo das Offroad-Herz höher schlägt. Wir werden natürlich auch noch auf jeden Fall mal im Gelände verwenden. Ich glaube nicht nur einmal, sondern mehrere Male, spätestens auch auf unserer Delta 4x4 Explorer Tour. Nachdem wir da schon einige Anfragen hatten, dachten wir, wir brauchen unbedingt so ein Auto, weil wir das persönlich halt auch wirklich cool finden. Das Konzept hier von Toyota, ja, es steht eben bei uns seit 2 Tagen, ist jetzt ganz frisch. Vom Händler haben wir den abgeholt. So wie er es da steht, sieht er eigentlich schon ganz cool aus, aber wir müssen natürlich ein bisschen was an den Rädern machen. Ich finde, er braucht andere Felgen, auf jeden Fall andere Reifen mit einem gröberen Profil, also schöne AT-Reifen, wenn nicht sogar MT-Reifen bei dem einen oder anderen. Und ja, das ist das erste Step. Bei uns dreht sich ja alles so ein bisschen um die Felge, und drumherum bauen wir das Fahrzeug dann um. Jetzt geht der Gute gleich bei uns in die Werkstatt und bekommt die ersten Räder verpasst. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für das Auto noch gerne hättet. Ansonsten sehen wir euch gleich, wenn das Fahrzeug mit schönen Delta-Rädern ausgestattet ist. Willkommen zurück. Jetzt haben wir die ersten beiden Räder aufgeschraubt. Also wir haben das jetzt hier so gemacht, dass wir auf die eine Seite unsere Hamner montiert haben und auf die andere Seite unsere Classic B. Beide als Rugged-Version, und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Also angefangen hier bei der Hamner 9×18, also die ist relativ breit, die Felge. Hier werden wir auf keinen Fall ohne eine zusätzliche Radabdeckung auskommen. Also hier werden wir entweder Lip montieren müssen oder, wenn wir das machen, halt richtige Formverbreiterungen, die ja dann im Endeffekt statt diesen Radabdeckungen dann aufgesetzt werden und dann halt im Endeffekt ein bisschen breiter sein werden. Ich glaube, das wird im Auto ganz gut stehen. Mal schauen, ob da was kommt. Ansonsten, ja, es ist die Hamner 9×18. Die ist jetzt hier noch ohne Kappe. Hier werden wir eben eine spezielle Kappe dafür machen müssen, weil halt hier eben die Radnabe relativ weit rauskommt. Ansonsten ist es unsere Hamner 9×18. Haben wir jetzt auch schon, ich glaube, so 2 Jahre im Programm. Die macht sich super und passt, finde ich, bei dem Land Cruiser perfekt. Habe ja beim alten Land Cruiser auch schon eigentlich am besten gefallen. Und das ist jetzt eben die Hamner Rugged, eben mit diesem neuen Rugged Ring. Den haben wir jetzt eben erst seit ein paar Wochen. Und das macht eben die Felge einfach ein bisschen interessanter, finde ich. Die ist nicht ganz so clean dann, ein bisschen aggressiver. Dafür ist sind eben diese Rugged Ringe bekannt. Natürlich ist es genauso wie bei den normalen Ringen, dass eben der Ring abgeschraubt werden kann. Und ja, wenn man sich diesen Ring tatsächlich mal beschädigt, kann eben nur der Ring getauscht werden oder muss nur der Ring getauscht werden und nicht die komplette Felge, was halt wirklich ein großer Vorteil ist. Ansonsten kann man hier die Schrauben natürlich auch tauschen. Hier haben wir jetzt silberne Schrauben verwendet, gefällt mir persönlich gut. Ansonsten können auch schwarze Schrauben verwendet werden. Das sieht dann eben vielleicht auch ein bisschen cleaner aus, aber ich finde, zu der Rugged-Version passt das eigentlich ganz gut. So, jetzt natürlich zu unserem Reifen. Wir wollten uns das natürlich nicht nehmen lassen, dass wir als erstes mal unsere Loader-Reifen montieren in der Größe 305/60/18. Das ist eigentlich ja schon die zweite Generation, eben mit der weißen Flankenschrift und dem ausgezogenen Seitenprofil. Nach wie vor M&S, 3P MSF ist meiner Meinung nach der perfekte Reifen für diesen Land Cruiser. Ja, und die Loader-Reifen sind eben auf der normalen Straße auch nicht so laut wie jetzt ein klassischer AT-Reifen. Dafür können die im Gelände halt auch richtig viel. Natürlich bieten wir auch andere AT-Reifen an, also vor allem natürlich BF Goodrich-Reifen wird bei dem Fahrzeug auch gefragt werden. Da wird nächstes Jahr auch die 3. Generation kommen von dem Reifen, auf den bin ich auch gespannt. Ansonsten, wenn ihr irgendeinen Wunschreifen habt, dann sagt uns das einfach und wir schauen, ob wir das möglich machen können. Wir werden auf das Fahrzeug sicher auch mal MT-Reifen montieren, um zu schauen, wie das aussieht. Ich glaube, wir werden mit dem Fahrzeug auf jeden Fall noch viel Spaß haben, und ich bin echt froh, dass wir den jetzt unser eigen erstmal nennen können. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite rüber, beziehungsweise wir drehen das Auto und dann zeige ich euch die zweite Generation, nicht zweite Generation, die anderen Felgen. Und das sind natürlich nicht die einzigen Kombinationen, die wir anbieten können, beziehungsweise das ist jetzt eben erstmal nur ein Test. Wir haben ja jede Menge Felgen im Sortiment und ja, wir werden, denke ich, die meisten auch für diesen Land Cruiser ins Programm nehmen. Also bleibt da gern dran, abonniert uns und dann zeigen wir euch auch noch gerne andere Variationen. So, aber jetzt erstmal zu den anderen Felgen. So, jetzt sieht man hier die andere Seite von dem Land Cruiser J25 und ja, jetzt gehen wir ein bisschen näher hin. Das sind hier
Unsere Classic B, hier ist natürlich jetzt nicht die ganz normale Classic B, sondern hier haben wir jetzt die Classic B in Sahara Bronze genommen mit dem Rugged Ring, und hier haben wir auch schwarze Schrauben genommen, dass man halt einfach mal sieht, wie das dann im Endeffekt aussieht. Das Besondere an der Sahara Bronze ist, da gibt es auch schon extra Videos drüber, dass sie halt eben eine spezielle Beschichtung hat, eine spezielle Pulverbeschichtung. Das ist halt eben nicht kein normales Bronze, sondern sie ist halt eben so mit Farbpigmenten ausgestattet, dass sie eben halt immer ein bisschen anders aussieht, egal welchem Licht. Wir haben mal wieder das Pech, ich glaube bei jedem Video haben wir das Pech, dass die Sonne leider nicht rauskommen will. Darum sieht es jetzt hier eben noch ein bisschen dunkler aus, aber die kann auf jeden Fall auch deutlich heller scheinen. Hier haben wir den Classic B Rugged Ring, den haben wir schon ein bisschen länger jetzt im Programm. Den nehmen wir normalerweise eher für unsere schwarzen Felgen. Macht die Felge halt einfach ein bisschen aggressiver. Das Wasser kann hier perfekt ausfließen, und ja, wie gesagt, hier haben wir schwarze Schrauben verwendet. Als Reifen haben wir den gleichen wie drüben, das ist wieder unser Loder-Reifen, 305 60 18 wie gesagt. Und nachdem die Felge nur 18 x 8,5 ist, also die ist ein halbes Zoll schmäler als die Hamner da drüben, sieht der Reifen hier ein bisschen, weiß nicht ob man es sieht, ein bisschen ballonartiger aus als jetzt bei der Neuma 18. Finde ich ganz cool. Auch hier ist es ziemlich knapp, also auch hier bräuchte man normalerweise Lippen. Das heißt, wir werden hier schauen, dass wir eine Einpresssive nehmen, die ein bisschen weiter reingeht. Da sind unsere Techniker jetzt parallel gleich zu unserem Video gerade dran und werden ja die perfekten Felgen für diesen Land Cruiser zeichnen. Und ja, dann geht es relativ zeitnah dann los, und dann werden wir euch beraten können, was die perfekte Kombination für euch ist, was man dann ändern muss, und wir werden die ganzen TÜV-Teilegutachten bekommen, und das heißt, ihr könnt die Räder dann auf euren Land Cruiser aufschrauben. Ich denke jetzt, die meisten werden jetzt schon ausgeliefert, und ja, könnt es dann relativ unkompliziert bei eurem TÜV oder wo auch immer eintragen lassen. Dann habt ihr im Endeffekt schöne Räder für euren Land Cruiser. Bei uns geht es natürlich auch immer noch weiter. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Höherlegung für das Fahrzeug machen. Wie gesagt, eventuell auch Radabdeckungen. Wir werden natürlich auch um anderes Zubehör kümmern. Ich denke, ein Frontbügel würde dem Fahrzeug ganz gut stehen. Natürlich brauchen wir teilweise Tachoangleichungen für bestimmte Reifengrößen. Ich denke, da werden wir dann auch eine Lösung anbieten, dass man halt auch sehr große Reifen auf das Fahrzeug montieren kann. Mal schauen, wie es jetzt hier ausschaut. Da müssen wir noch prüfen, ob wir hier schon eine Tachoangleichung brauchen oder noch nicht. Und ja, ansonsten, falls ihr da noch weitere Ideen habt für das Fahrzeug, das wir auch noch anbieten könnten, da stehen wir natürlich gern für Ideen offen. Also schreibt die gerne in die Kommentare, würden uns auch ein Like nach oben freuen. Und ja, ansonsten abonniert uns gerne, um auch bei diesem Land Cruiser Projekt weiter mit dabei zu sein. Und wie gesagt, falls ihr mal ein Angebot haben wollt, falls ihr eine Frage habt, ruft uns gerne an, schreibt eine E-Mail, am besten mit Fahrzeugschein, und dann können wir euch gerne Angebote machen für eure Wunschlösung für den neuen Land Cruiser. Jo, ansonsten stay tuned.